told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you muss schon regelmäßig fahren. Man fährst regelmäßig lang. Ich meine, das ist okay, aber man fährst du wie ich, das ist nicht klar. Ja. Ich habe keine Ahnung, weil die Leute, die selbstverständlich die regelmäßig, die haben weg. Was ist das für ein Fahrer? Das ist eine Artur. Das ist tschechisch. Ah, okay. Stahlraum? Nee, Alu. Ja, der ist Stahl. Stahl, doch, Stahl, ja. Der ist cool. Also ich bin schwer, das ist ein bisschen schwerer. Das war ein bisschen geschädigt. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Ja, das war jetzt gerade der Janek aus Polen, den habe ich jetzt gerade zufällig hier auf meiner Runde getroffen. Recht interessant. Mir seine Geschichten aus früheren Jahren erzählt. Der war Biathlon-Olympiateilnehmer, hat er mir erzählt, 92 in Albertville und war dann später auch in, wo war er noch, in Nagayo oder wie das heißt, war er Trainer. Und in Lillehammer war er auch noch mal zuvor Olympiateilnehmer. Er war zwar nicht so gut, also er hat jetzt da keine besondere Platzierung rausgefahren, aber er hatte den Ehrgeiz, dass er mit 14 schon angefangen hat zu trainieren und wollte halt so weit kommen wie möglich und hat es tatsächlich geschafft, Olympiateilnehmer zu werden. Ist ja egal, wie man jetzt dort abschneidet, aber dass man überhaupt mal zu Olympia zugelassen wird oder hingeschickt wird vom eigenen Verband, ist dann schon mal eine Leistung. Und ja, der fährt ein bisschen Rennrad, hat er erzählt, fährt aber nur 1000 Kilometer im Jahr, also sehr, sehr wenig und ist jetzt gerade aufgebrochen zu einer 50 Kilometer Runde, wobei die wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger werden. Also weit wie er jetzt mit mir fuhr, wird es wohl bei 50 Kilometern nicht bleiben, aber das passt schon, da hat er ein bisschen Training. Und ja, war ganz lustig, jetzt lustige Begegnung. Hatte so ein Stahlrad aus Polen, hat er erzählt. Artur oder so heißt die Marke. Keine Ahnung, das hat er sich gekauft, weil er eigentlich den Gedanken hatte, ab und zu mal so ja, querfeld einzufahren oder halt Schotter abseits der Straßen. Er hatte auch so Touringreifen drauf, er hatte gar keine Rennradreifen. So irgendwie so Schwalbe Marathon oder sowas. So einen weißen Ring an der Seite, so ein fast schon Weißwandreifen wie früher an den Oldtimern. Aber er hat schon gesagt, die werde jetzt irgendwann mal tauschen und reine Rennradreifen drauf machen. Weil ja, das macht dann doch mehr Spaß. Aber ja, war ganz lustig, war ganz interessant. Ich bin jetzt mittlerweile übrigens hier im Biebertal, auf dem Biebertal Radweg. Sehr idyllisch, recht ruhig hier. Und es geht heute nach Rotenburg ob der Tauber. Moment. Oh, einmal hier über die Bordsteine drüber nach Rotenburg ob der Tauber. Das letzte Mal war ich da mit einem André dort. Das war die Täler-Tour. Das Video verlinke ich gleich mal hier oben. Und ja, habe mir gedacht, die letzten schönen Sonnenstrahlen hier ausnutzen. Weil wenn wir im September noch mal so ein schönes Wetter haben, da kann man schon mal noch mal eine schöne lange Tour machen. Heute ist echt angenehm. Ich fahre ganz gemütlich und guck mal, was sich in Rotenburg so getan hat. Aber jetzt mal aufhören mit Labern, mehr Radfahren und die Natur und die Umgebung zeigen. Also viel Spaß bei diesem Video. Let's go, hit the road. Gesehen, da hat man sogar noch Sonnenblumen mitten im September. Oh, hier fliegt was. Greifvogel.
auf der Suche nach Beute. Ja, ein wunderschöner Tag. Ein wunderschöner Tag. Was kann man da besser machen, als den auf dem Rad zu verbringen? Hier ist nichts los, hier einsame Straße. Ich bin jetzt da irgendwo hinter Ansbach, da Rügland, Unternippert, Obernippert. Die Locals kennen. Ein paar so kleine Wellen haben wir hier. Geht es mal ein bisschen hoch, mal ein bisschen runter. Wunderschön. Filmen tue ich heute übrigens mit der neuen Kamera von Insta360, die One RS. Bin mal gespannt, wie die so aufnimmt. Jetzt habe ich gerade das große Blatt und muss den Hügel einarmig hoch. Ja, schauen wir mal, wie die so filmt. Da kann man auch, wenn man die Linse wechselt, 360 Grad Aufnahmen machen. Und man kann sie als GoPro-Ersatz hernehmen, was ich auch mittlerweile mir gewünscht habe, weil mit der GoPro war ich nicht so zufrieden. Er hat immer mehr Macken an den Tag gelegt, hat sich irgendwie eingeschalten, hat sich ausgeschalten, Bildschirm eingefroren oder hat bei 40% Restakku einfach das Filmen aufgehört und hat irgendwie ja, anscheinend leer angezeigt, oder nicht angezeigt, weil es ja noch 40% angezeigt hat, aber wollte einfach nicht mehr weiterfilmen. Also mit der Anzeige des Akkus, oh, ich bin hier falsch, also die Anzeige des Akkus war nicht sehr zuverlässig am Schluss, bei beiden Akkus, also es kann nicht am Akku gelegen haben, aber ich habe das Problem bei beiden Akkus gehabt und von daher probiere ich jetzt mal die One RS und mal gucken, wie die so sich schlägt. Und ich habe ein externes Mikro zum Puschel hier, damit man mich auch besser hört, weil es ja oft einmal sehr gewindet hat. Gut, da kann man einen Windschutz aufs Mikro von der Kamera tun, aber eine noch bessere Audio hat man eben mit so einem externen Mikro. Ist so ein bisschen gefummelter, ein wenig komplizierter, werde ich nicht immer verwenden. Aber so, wenn ich alleine unterwegs bin, mache ich das mal. Wenn man mit mehreren Leuten unterwegs ist, ja, da muss ich immer jetzt mal anhalten und gucken, dass das Mikro an ist und auch aufnimmt. Das ist ein bisschen zu umständlich und hält dann die ganze Fahrt auf. Aber alleine ist es egal. Und ja, jetzt windet es zum Beispiel gerade sehr stark, was normalerweise bei der Actioncam zu Audioproblemen führen würde. Das hat man ja auch schon öfters in manchen Videos von mir gesehen, dass man teilweise kein Wort verstanden hat, weil ich die Kamera dann blöderweise genau in dem Winkel hielt, in dem der Wind dann quasi die Audio so dermaßen übertüncht hat, dass man gar nichts mehr hörte. Aber ich habe das jetzt schon gestern mal auf einer kleinen Fahrt getestet mit dem Mikro und da war es auch sehr windig, wo ich mir dachte, da bin ich mal gespannt, ob er das wegsteckt. Da hat man gar nichts gehört, null. Und ja, von daher ist es, glaube ich, nicht so schlecht. Ist halt wieder ein Drum mehr, was man mitschleppt. Aber was mache ich nicht alles für euch? Nur für euch. Ich investiere in den Kanal, ich hole mir neues Material, ich kaufe Mikros, nur dass alles besser wird, qualitativ, hochwertig und ja, der Inhalt der Videos, denke ich, passt im größten Fall auch, sonst würde der Kanal nicht wachsen und die Zuschauerzahlen steigen. Von daher denke ich mal, passt es alles soweit. Ja, jetzt ist wieder ganz toller Wind, also da pfeift es mir sogar in den Ohren. Da rede ich dann auch gleich automatisch lauter, was aber eigentlich gar nicht notwendig ist, weil das Mikro das echt gut wegsteckt. Und ich bin dann später mal gespannt, wenn ich das auf den Rechner ziehe, wie sich das Ganze anhört. Ich mache mich jetzt mal weiter auf den Weg. Wir haben jetzt also so 40 Kilometer, was, 27 Grad hat es angezeigt? 43 Kilometer, so ungefähr bei 75 habe ich dann Rothenburg erreicht. Naja, tatsächlich 27 Grad zeigt er an und das Mitte September. Deutschland ist manchmal doch nicht so schlecht vom Wetter her. Also weiter geht's. How long will I slide or separate my side? I don't
So, das ist jetzt hier die Hochstraße. Die geht jetzt hier Richtung ja, Nürnberg-Fürth. Und hier geradeaus geht es nach Virnsberg. Da war ich auch schon mal, habe ein Video gemacht vom Schloss. Und hier fahren wir jetzt weiter Richtung Rothenburg, ganz grob, Oberdachstetten. Also die läuft hier auf so einem Kamm entlang, so auf ca. 500 Meter. Ist eigentlich eine recht schöne Straße, aber ja, jetzt hier in der kurzen Zeit sieht man schon, Haufen Autos kommen hier immer. Jetzt momentan geht es wieder. Aber ja, es ist halt sehr stark befahren oft und die fahren halt hier auch nicht gerade langsam. Hier kommt schon wieder einer angeschossen und eigentlich wäre es eine schöne Strecke, aber ja, es ist ein bisschen verkehrsträchtig teilweise und man fühlt sich dann auch nicht wohl. Ja, hier kommen sie auch angeschossen. Und ja, es ist halt nicht der schönste Weg, aber eigentlich recht störungsfrei, weil man hat hier eigentlich 0 Ampeln, Ortschaften, Kreuzungen, wo man anhalten muss. Man kann, keine Ahnung, so 35 Kilometer eigentlich durchfahren, ohne dass man gestört wird, außer halt vom nachfolgenden Verkehr. Aber jetzt müssen wir hier mal kurz lang, um Richtung Rothenburg zu kommen. Hilft nicht. Und da drüben sehen wir Schloss Virnsberg. Ja, da hinten hinter der Hecke oder hinter den Bäumchen, da sieht man ein bisschen den Turm vom Schloss Virnsberg rausragen. Vielleicht sieht man es jetzt besser hier in der Lücke gleich. Jawohl. Mal gucken, ob ich das in der Kamera dann ranzoomen kann. Ist auch ein schönes Örtchen, eine schöne Tour. Von hier aus kann man dann immer auch wieder zurück nach Nürnberg und dann hat man so 70, 80 Kilometer Tour. Aber wir haben heute Größeres vor, wir wollen nach Rothenburg. Von daher fahren wir jetzt hier ein bisschen die Hochstraße entlang in der Hoffnung, dass jetzt hier nicht groß irgendwelche Rennfahrer kommen, die hier lang donnern wie blöd. Und dann sehen wir sich in Rothenburg wieder. Bis dahin. Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets ja, wie immer viel los hier in Rothenburg, Haufen Touris, Japaner, Koreaner, Asiaten, Amis, aber auch viele Deutsche. Die ganzen Kneipen, Cafés, Restaurants sind gut gefüllt. Und jetzt kommen wir mal zum Wahrzeichen von Rothenburg. Gruß geht raus an den David E. aus Limburg, ist er momentan, Hessen. Wir kommen zum Plönlein. Das Wahrzeichen quasi von Rothenburg. Wird wahrscheinlich wild belagert sein. Beliebter Fotostop, Hotspot. Wir gucken mal. Ja, da vorne ist es, dieses Haus, das da an der Ecke steht. Ich wollte dich erst verklagen, aber das ist ja noch teuer. So, hier sind wir beim Plönlein. Sieht man auch immer bei den Sehenswürdigkeiten. Here we go. You can take me there tonight. Whoa, this life is all yours. Whoa, I can't stay. Ja, ich finde es auch immer ganz angenehm, hier mal durch die Seitengassen zu fahren, wo jetzt keine Touris sind, wo keiner rumläuft. Da sind auch immer ganz hübsche Häuser. Sieht man mal, wo die Bevölkerung Rothenburgs so wohnt, also zumindest die, die im Stadtkern wohnen. Und der ein oder andere Turm kommt auch zum Vorschein, beziehungsweise dann die
Stadtmauer wahrscheinlich auch. Und wir verlassen dann Rotenburg wieder, weil allzu lange möchte ich mich hier auch nicht aufhalten. Ich wollte bloß mal kurz durchfahren. Habe ja noch mal 75 Kilometer nach Hause. So, hier haben wir noch mal ein paar historische Mäuerchen. Ja, kurzer Stopp nur in Rotenburg. Ich fahre dann gleich mal wieder Richtung Heimat, weil allzu lange möchte ich mich hier auch nicht aufhalten. Habe noch ein gehöriges Stück nach Hause. Und ich kenne das, sobald man hier sich irgendwie niederlässt, versumpft man dann im Café und die Zeit vergeht und dann ja, wird die Zeit hinten raus zu knapp und die Motivation sinkt. Von daher gar nicht jetzt absteigen, sondern gleich weiter. Jetzt habe ich aber allerdings blöderweise, jetzt habe ich hier entdeckt, mein Magen grummelt, also steige ich doch ab und ziehe mir jetzt ein Sandwich rein. Ich hatte noch kein Mittagessen, hungrig bin ich und Subway ist ganz okay. So, frisch gestärkt jetzt wieder Richtung Heimat. Rotenburg habe ich jetzt hinter mir gelassen. Dafür habe ich jetzt einen Traktor vor mir. Und muss wieder auf die Straße. Oder es geht hier weiter? Ne, es geht hier weiter. Sehr gut. Den Neusitzer Berg hoch. Das ist dann hier der Ausberg sozusagen. Über die Welle muss ich drüber, wenn es wieder Richtung Heimat gehen soll. Jetzt mal geht es unter der Autobahn durch, die A7. Und oh, was ist das? Ja, Frank wird der Lost in der Baustelle von der A7. Keine Ahnung, wo ich jetzt hier lang darf, soll, muss. Wir müssen schon, ich muss hier hoch auf den Neusitzer Berg. Allerdings, ich glaube, da vorne links geht immer so ein Radweg entlang der Straße. Oh, da müssen wir uns erstmal todesmutig wieder hier auf die Straße begeben, bevor wir diese linksseitig verlassen. Aber es geht. Passt. So, hier geht es wieder Richtung Ansbach-Kolmberg, das ist unsere Richtung. Und nach Besteigen des Neusitzer Bergs geht es dann wellig da Richtung Heimat. Ich zeige dann noch ein paar Bilder vom Weg. Ansonsten war es das von Rotenburg. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.